Ja, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Outer Worlds. Space, keine Ahnung. Es ist halt eine aufgemotzte Version. Ich weiß auch nicht mal, wie die heißt. Steht in der Beschreibung. Ja, ihr wolltet ein bisschen gucken. Okay, wow, gucken wir. Wow, gucken wir ein bisschen. Ihr wollt mich leiden sehen, ich weiß. Ich und Shooter. Nicht gut. Oh. Da sind doch Bösewichter, oder? Da war mir so, als wäre jemand da. Also wie gesagt, Outer Worlds ist so, ja, ist blind eigentlich für mich. Ist damals an mir vorbeigeflogen. Ich weiß auch nicht warum. Ich war mit was anderem beschäftigt, glaube ich. Ich dachte, hier wäre jemand. Ist auch. Da ist einer. Wie war das noch mit Zeit? Du sollst dich nicht heilen. Okay. Ach so. X. Ja, ich muss mir erstmal wieder an die Knöpfe gewöhnen. Wo, wie, was. Ich nehme einfach alles erstmal mit. Ja, lad nach. Okay. Wir müssen dahin. Ich muss mich erst an die Steuerung gewöhnen. Und dass man keine Berge... Wieso nicht? Wieso nicht? Danke. Da sind wir ja schon. Aber ich hatte das Gefühl... Noch jemand da? Nein. Wieso habe ich jetzt eine andere Waffe? Und die wieder. Ist gefährlich hier. Okay. Oh. Hier lebt aber gefährlich hier mit dem Vulkan. Whoa, hey. Hey. Where'd you come from? Ach, reden. Don't X. go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Meine Kapsel. Ich bin nur auf der Durchreise. Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls. And low prices. Ja, wir lügen mal. Ist mir eine Ehre. Ich bin Alex Hawthorne, Captain der Unreliable. Weil wir haben ja jetzt einen Ausweis. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Ach ja, Spacer Choice Edition. Mit wem kann ich über einen Energieregulator sprechen? Definitely not the junior in humor, that's for sure.
If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. Mhm. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Freelancer, ja. Kommt auf die Arbeit an. Bietest du mir einen Job an? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the company. Renting Was? means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Aha. Du lässt die Leute für ihre eigenen Gräber zahlen? Company policy. If Oh it was je. up to me, I'd put the whole town 10 feet under, free of charge. Na gut, ich trage deine Gebühren für dich ein. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Was? Wieso ist Abernathy ein Sonderfall? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Wo kann ich diese Leute finden? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Ja, ich komme wieder. Wow. Wirklich schön, kräftig, bunt. Mhm. Der Vulkan macht mir Sorgen. Wir wohnten da oben. Beim Vulkan. Oh, da ist auch was. Oh. So viel zu erkunden. Aber nicht hier. Da. Nein, X. X. Denk dran, X, nicht A. Steck die Waffe weg. Hier ist nichts Gefährliches. Okay, wir gehen erstmal zum Barbiershop. Ah, X. Conrad Sedic. Hi. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Ganz ruhig, alles sauber. So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Was? Moment, du tust was mit meinen Überresten? Burial, in the unfortunate event of a fatality. It's what a barber does. We make you presentable. Ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen. Go ahead. Du scheinst ja ziemlich begeistert von diesem Ort zu sein. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. Was weißt du über die Seuche? The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Aha. Was sind die Symptome? Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Warum behandelt ihr nicht alle eure Arbeiter? Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Wessen Idee war das?
Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Nee. Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Silas hat mich geschickt, um deine Schulden einzutreiben. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Das heißt, du bist pleite. As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. Oh je. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Der Begriff Wohlstand muss bei dir sehr weit gefasst sein. Edgewater is built on the discipline and sacrifice of its people. Say what you will about our town, but we all pull together. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Augenblick, Behandlungsrechte? Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Stell doch Silas einfach einen Schuldschein aus. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Ich sage dir Bescheid, wenn mir etwas einfällt. Much obliged. Much obliged. Okay. Was? Oh, das war stehlen? Okay. Wir können ja mal gucken, ob wir was finden. Ich glaube nicht. Alles kann man hier. Oh, ein Toter. Ah, nee, ist eine Wache. Sorry. Leichen. Oh. Ich wollte mal irgendwas gucken. Was ist inaktive Kamera? Ach so. Damit wir uns sehen. Nein. Schade, dass es kein Third Person gibt. Also da hätten sie doch wirklich mal machen können, oder? Nein. Ich wollte aber bei Einstellungen mal gucken gehen. Gamma. Okay. Weil das gerade so, dass da so komisch aussah. Okay, was soll denn hier? Untersuchen. Conrad, Rezeptionist, hat sich erschossen. Das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Spacers Choice Firmeneigentum. Eugene war ein Aktivposten und irgendwer muss seine Leichengebühr zahlen. Was? Das würde uns ruinieren, also dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Eugene hat einen kompletten Satz Goldzähne, Familienerbstücke oder so. Du kümmerst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne, still und heimlich, zahlen mit dem Bits die Leichengebühr und niemand muss das erfahren. Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück, rede am besten gar nicht mit mir. Gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackle mit den Augenbrauen. Phyllis G. Ich habe was entdeckt. What can I do for you? Du klingst, als hättest du Ahnung von der Materie. Mit Medizin kenne ich mich ja auch ein wenig aus. Oh? Am I in the company of a fellow doctor?
Dafür muss man den Begriff Arzt schon etwas weiter fassen. I am a Spacer's Choice certified surgeon, and if you must know, I can stitch a severed thumb with a 58% chance of avoiding gangrene. Oh, nur 58%. Ich weiß über Eugene Bescheid. Warum verwendest du nicht seine Zähne als Pfand für deine Grabgebühren? Oh, das ist doch eine Idee. You know about Eugene? How? Ja, ich habe eine Nachricht von Phyllis entdeckt. Then, you know Phyllis suggested selling off Eugene's gold teeth. I didn't approve of the idea then, and I don't approve of it now. Eugene's golden teeth were a family heirloom, representing 3 generations of poor dental hygiene. He took them to his grave. Er wird sie sicher nicht vermissen. That's unthinkable. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein are solely the property of Spacer's Choice. Ja, aber was I machen? can't ask Silas to dig up a man's body and pry a few teeth loose from his jaw just to pay my bills. Can I? Ja, dir bleibt nichts anderes übrig. Yes, I suppose I must. Here you are. Gravesite papers affixed with my signature and an IOU. Ja, dann mach's mal gut. Erste Grabgebühr. Also ist ja makaber hier. Gruselig. Spacer Choice Kantine entdeckt. Ja, Tür auf. Hi. You read the latest report? Only the part that said we ain't making our quotas. If only Reden, hi. hadn't Gotta abandoned keep our us, heads up. Cannery could use those extra hands. Nothing we can do about that. Sure there is. We can have another 0G. Winslow. Hi. Never seen you here before. You a visitor? Welcome. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you to, where am I again? Edgewater. Edgewater, jewel of the Vale. May the law bless our beloved cannery with 100 years of, what's it called? Productivity. That's the one. Yep, that's us. Productive. Ich glaube, du hast ein wenig zu viel getrunken. Oh, it's fine. I'm only on my 3rd bottle. I don't start heaving up my guts as long as I can count to 3. Company lets me imbibe as much 0G brew as I can afford. Even gave me a discount on account of my injury. You jealous yet? Mhm. Du hast eine Verletzung? Yep. Got my mid stuck in a rotor wheel. Shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about the pain. Boss was real generous to me, though. Got myself a 5% discount on 0G brew. After the 2nd bottle, the only pain I feel is emotional. Klingt fast so, als bräuchtest du einen Chirurgen. Hey, Conrad's a surgeon. Well, he's a barber. That's like surgery, but for your hair. Ja, dann mal gut. Dann lasse ich dich mal zufrieden. Okay. Und du? Du Bewohner, du auch nicht. Hallo, Amelia Kim. I don't know you. Ich bin Sarah. Ach nee, ich bin Alex von Captain der Unreliable. Uh-huh. The Unreliable, you say? Never heard of any company supply ship with that particular name. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. Mhm. Und was für ein herrliches Lokal es ist. You really think so? That's kind of you. I've been trying to keep the floors clean.
You got no idea how long it takes to scrub the tiles. Guess I misreckoned you. Sorry about that. I didn't mean to be curt. We just got some problems lately. I can get you a drink if you'd like. Gotta ask you to enjoy your beverage within the premises, though. Can't risk you bringing a drink over to those deserters. You understand. Okay. Was hat es mit diesen Deserteuren auf sich? Traitors. The lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for their own selves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. What can I do for you? Ich will mit Reed reden. Wo finde ich ihn? Do you now? And what makes you think Mr. Thompson wants to talk to you? He's a busy man. You want to talk to Mr. Thompson, try ignoring your duties. He'll summon you up to that great big tower atop the cannery, and you'll get yourself a proper dressing down. Du siehst richtig fertig aus. Das klingt bei dir ja... Das klingt ja bei dir ja, als wäre das etwas Gutes. It is a good thing. If you're not pulling your weight, you don't deserve to live here. Simple as that. Da war noch was ich dich fragen wollte. Go ahead. Also, was ist deine Geschichte? I don't see how that's any of your business. Ach, ich bin neugierig. Kein Grund, so unhöflich zu And sein. there's no need for you to pry either. Was wäre, wenn ich dir erzähle, dass ich von einem verrückten Wissenschaftler in den Weltraum geschossen wurde? Ugh, is this the start of a joke? If you want me to laugh at your jokes, it's a 3-drink minimum. Ich wünschte, es wäre ein Witz. Ehrlich, ich weiß noch nicht mal, wo ich bin. Most folk forget where they're standing after a few drinks. Seems to me you've got a head start. Anyhow, whatever happens outside the walls is not my business. Only deserters and marauders wander out there, and I cannot tell you which I revile more. My world is these 4 walls, that door, and a row of mugs that need cleaning. Das klingt fast so, als hättest du Angst, rauszugehen. Let me make something clear. Spacer's Choice has been real good to me. The town's been real good to me. I start gallivanting around outside the walls, poking around in places I shouldn't be, learning things I've got no right to know. People will talk. Won't ever catch me asking about the world outside. Else the town's gonna say Amelia's gone soft. That Amelia's pondering desertion. I don't want that. Ich denke, es ist ein Fehler, sein Leben nach den Regeln von allen anderen zu leben. There you go with that thinking again. Didn't anyone ever tell you it's dangerous? I've said enough. People come here to drink their problems away. If they wanted to face their problems, they'd go see our vicar. Ja, dann gehe ich mal. Die gehen jetzt alle. Gehen betrunken arbeiten oder wie habe ich das jetzt verstanden? Das war der Barbiershop. Hier ist die Bar. Was ist das denn? And your rations yet? Yep. 2 whole cans of Emerald. Oh, hier ist ein Laden. Hi. It's not the best choice. It's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet. Lass mal sehen, was ich habe ein paar Fragen. Go right ahead. Ja, was hältst du von diesem Ort? What, you mean Edgewater? That's a peculiar question. This a test? Am I being tested right now? It's, fine and dandy. Couldn't be happier. Wouldn't want to spend my life working anywhere else. Prettiest little town on Terra 2. Das kannst du noch so oft sagen und es wird nicht wahrer. You are condescending to me, and I do not care for it. I am lucky to have my work, lucky to be alive.
I don't get paid for banter. Was there something you needed? Tatsächlich gibt es das. Go right ahead. Gibt es hier jemanden, den man im Auge behalten sollte? Other than yourself? Definitely the vicar. Don't get me wrong. He seems a decent man, cut from church cloth, knows his scriptures. But there's something about him that bothers me. Like he's not one of us. Sometimes I suspect he doesn't even want to be here. Was ist mit dieser Seuche, die hier um sich greifen soll? Plague? I don't know anything about a plague. We are the very picture of hot-blooded physical vigor. Mhm. Bist du fertig mit dem Märchen oder sollte ich warten? I take umbrage with your choice of phrase. We ain't sick, we're rugged. Some of us who get sick are liable to exaggerate the conditions of that sickness. But the fact is, if you work hard, you have got no cause Oh to ja, worry. alles klar, alles klar. Was meinst du damit? Survival of the fittest. It ain't just a law of nature. It's company policy. Das Medical ist treatment is Schwachsinn. commensurate with our value to society. Spacer's Choice will dispense medicine for the indispensable worker. Natural selection at work. Und diejenigen, die nicht hart genug arbeiten? Then the hand of medical science will not grace you with its touch, and you must recover on the virtue of your own grit. Listen, you mind if we talk about something else? Rambling about company policy gets me feeling all lightheaded. Ich muss ein Schiff reparieren. Wo könnte ich die notwendigen Teile bekommen? You ought to go have a talk with the boss, Reed Thompson. He's up in his tower above the cannery. Ah ja, zeig mal, was du so hast. Music to my ears. Händlerfertigkeit. Deine Händlerfertigkeit entspricht deiner höchsten Dialogfertigkeit und wird verwendet, um beim Kauf und Verkauf die Preise für Händler festzulegen. Okay. Ah, hier. Fassration Pille ist besser. Braucht man das? Keine Ahnung, ich verkaufe jetzt erstmal. So. Was hast du denn Schönes? Wie viel Geld habe ich denn? Ich habe 73 Bits. Oh Gott. Ja, ich muss noch sparen. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Ein nettes Völkchen. So, das war die Barbie. If you're falling sick, I don't want you near me. Don't worry. I wouldn't do that to you. Was gibt's noch hier? Ist das die Fabrik? Sieht so aus. Und was ist das hier? Almost lost a finger in the cannery today. At least you got your health. Jo. Ach hier, Gendarme Rice. Hi. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. The office is writing up promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. Wenn ihr Hilfe bei eurem Plünderproblem braucht, könnt ihr mich anheuern. As a Spacer's Choice constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Okay, ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen, wenn du nichts dagegen hast. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Okay, sagt dir der Name Phineas Wells etwas?
His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? Ja, genau, deshalb frage ich. Anscheinend gibt es ein Kopfgeld für ihn. You are correct. An outstanding bounty has been posted for information pertaining to the whereabouts of Phineas B. Wells. Es ist Wissenschaft. Wenn der Forscher bezahlt, nehme ich mir den Kopf. Ach nee, wir lassen das erstmal. Was ist das? Terminal. Willkommen. Kopfgeld. Offene Kopfgeldgesuche. Also alle von der Edgewater Wache veröffentlichten Kopfgelder wurden von Spacer Choice autorisiert. Kopfgelder anzeigen. Anfrage. William Antrim. Offene Kopfgeldgesuche werden abgerufen. Gesucht. William Jill Antrim. Hintergrundinformation. Ehemaliger Assistenz. Mechaniker von Spacer Choice. Arbeitsverhältnis terminiert. Vermerkt es der Gendarmerie. Die Abteilung für Ruhestand, Terminierung und Rückführung von Spacer Choice hat einen Vollstreckungsbefehl für Julian Jill Antrim ausgestellt, der mit sofortiger Wirkung in Kraft tritt. Einige erinnern sich möglicherweise an Jill Antrim aus seiner Zeit in der Konservenfabrik. Es gilt zu beachten, dass Spacer Choice Antrim nicht mehr als geschätzter Familienmitglied betrachtet. Spacer Choice ermuntert seine Mitarbeiter mit gutem Ansehen, dieses Ansehen aufrechtzuerhalten und keinerlei Sympathie, Loyalität oder positive Erinnerungen an anderen zu hegen. Großzügige Prämie bezahlen bei Ablieferung. Unterschrift mit eigenem Namen erforderlich. Weitere Informationen bei Gendarme Rice. Gesucht. Doc Mabel Burgess. Hintergrundinformation. Ehemalige Ärztin bei Spacer Choice vernachlässigte ihre Pflicht und verschwand aus Edgewater. Flüchtig und als gefährlich eingestuft. Vermerkte Gendarme. Die Abteilung für Ruhestand, Terminierung und Rückführung. Doc Mabel Burgess ausgestellt mit sofort. Doc Mabel wird wegen Diebstahls in 3 Fällen gesucht. 2 gestundene Pakete Adrenal. Time und die Beraubung des Außenposten von seinem offiziellen Arzt. Großzügige Prämie, Bezahlung bei Ablieferung, Unterschrift mit eigenem Namen, erforderlich weitere Informationen. Gendarme Rice. Das hatten wir schon. Betty Cotton, Hintergrundinformation, ehemaliger Vikar im Dienst des Ordens des wissenschaftlichen Diskurses. Stationiert in der Pfarrei von Edgewater. Erlitt psychologischer Zusammenbruch bei Auftritt von Seuchensymptomen. Flüchtig und gefährlich. Blabla, die Abteilung des Blabla ist immer dasselbe. Die Predigten von Vikar Cotton werden als hinfällig und nicht mehr gültig betrachtet. Spacer Choice rät dazu, sie mit Hilfe von Zero G aus dem Gedächtnis zu löschen. Zero G Bra. Damit dein Leben nicht immer nur bierernst sein muss. Große Prämie bei Ablieferung, Unterschrift. Okay. Kriegt man hier auch das Stehlen. Ah, hier. Doc Mabel. Mord an Unbescholtenen. Was? Gesucht wegen Zerstörung von Konzerneigentum, Mord an unbescholtenen Konzernangestellten, Vandalismus und unlizenzierte Ausübung des Arztberufs an abtrünnigen Kriminellen. Großzügige Prämie. Wegen Zerstörung von Konzern, Mord an und nicht autorisierte Verwendung von Milch. Okay. Gesucht wegen Zerstörung von Konzerneigentum, Mord an unbescholtenen Konzernangestellten, Diebstahl und nicht autorisierte Verwendung von medizinischer Vorräte. Was auch nicht. Ja, gut. Ich glaube, wir müssen da rein. Was ist hier? Eine Werkbank.
Willkommen bei Crews 2000 Werkbank. Die Werkbank ermöglicht es dir, Waffen und Rüstung zu reparieren, zu verbessern und zu modifizieren, damit sie jederzeit kampfbereit und in bestem Zustand sind. Wähle auf jedem Bildschirm erst die zu bearbeitende Waffe oder Rüstung und dann, was du damit tun möchtest. Sie reparieren, in Teile zerlegen, mit einem Mod verändern oder sie per Tüfteln verbessern. Mod installieren, wenn ich eine hätte. Ziehen. Ich habe keine. Ja gut. Okay, ich würde aber sagen, was ist das? Das ist wieder Terminal. Protokoll der Wartungsabteilung. Willkommen, Holcop P. Aktuell sind 3 offene Problemtickets vorhanden. Okay, Problemticket 65565. Zusammenfassung. Fehler beim Starten des AG-Ladens. Seriennummer. Status offen. Priorität. Bitte Schritte zur Produktion, Motor einschalten, erneut versuchen, den Lader treten, über verletzte Zehen fluchen. Ich muss mindestens 8 Schritte angeben. Erneut versuchen. Die Maschine gibt ein ratterndes Geräusch von sich. Wartungshinweis. Verflucht, Clancy. Ich habe dich doch erst vor 2 Wochen wieder auf die Beine gebracht. Nicht, dass du Beine hättest, aber du weißt schon, was ich meine. Klingt, als wäre die Achse des Stators wieder einmal verschoben. Werde sie sauber machen und neu ausrichten. Clancy's Gedärme haben sich verheddert und wurden alle rausgezogen. Wahrscheinlich, weil jemand immer wieder versucht hat, ihn neu zu starten. Ich muss all die Wirkungen in Nummer 4 wieder aufspülen. Okay, der Stator funktioniert, aber irgendetwas anderes stimmt nicht. Ich muss warten, bis Ruhe einkehrt und ihn dann hochfahren, um mir das mal anzuhören. Priorität. Problemticket 65587, erstellt von Thompson Reed. Zusammenfassung. Ausfall der Hauptproduktionsstraße der Konservenfabrik während Erhitzungsphase. Status offen. Priorität Exekutivebene. Schritte zur Reproduktion. Starten der Produktionsstraße gemäß Zeitplan. Zweitens Beobachten der Dosenverarbeitung. Drittens erste Charge zur Erhitzungsphase folgen. Viertens eine oder mehrere laute Ploppgeräusche. Fünftens Rauchgeruch nach verbrannten Saltuna. Sechstens vernehmbare Überhitzungsalarm auf Monitor 6. Siebtens Flammen aus den Abluftöffnungen. Achtens automatisches Abschalten. Wartungshinweise. Alle Wahrscheinlichkeit nach leidet Bess an Verdauungsschwierigkeiten, dass sie gezwungen wurde, etwas zu essen, wofür sie nicht gebaut ist. Mal wieder. Ich schaue es mir jetzt an. Problem Ticket 65588, erstellt von Miller L. Dieses Problem besteht seit 0 Tagen. Zusammenfassung. Verfluchte Robotereinheit. Status offen. Priorität niedrig. Priorität wurde automatisch durch die von Thompson R auf Exekutivebene festgelegt. Administratorregeln auf niedrig zurückgesetzt. Grundproblemticket wurde von Miller L. erstellt. Schritte zur Reproduktion. Erstens nach Norden blicken. Zweitens, ich habe gesagt nach Norden blicken, du verfluchter nutzloser Übersetzer. Drittens, in der Nähe des Schrotthaufens. Viertens, könnte nordöstlich der Stadt sein, schätze ich. Fünftens, Robotereinheit beobachten. Sechstens, scheppert irgendwie bedrohlich. Siebtens, siehst du sie? Achtens, genau da ist sie. Wartungshinweis, noch keine Hinweise für dieses Ticket. Okay, war sonst noch was da drin? Nö. Gut, ihr Lieben, ich würde aber sagen, im nächsten Part gehen wir mal da rein. In diese Fabrik. Oder da als erstes. Ja, machen wir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch.
Kommentar, Tipps und Tricks wie immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, vor allen Dingen, wenn ihr es weitersehen wollt. Ich mache mal so ein paar Folgen. Ich hatte irgendwie Lust drauf, mal was anderes. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Vielleicht eventuell mal sehen wieder. Bis dahin. Adios.